Heute schauen wir uns die Ideen von Erich Fromm an. Ein wirklich brillanter Denker, dessen Philosophie heute vielleicht wichtiger ist als je zuvor. Fromm hat uns quasi Werkzeuge hinterlassen, um unsere moderne Welt und uns selbst darin besser zu verstehen. Und wir fangen direkt mal mit einer Frage an, die uns mitten ins Herz seiner Analyse wirft. Diese Frage trifft irgendwie ins Schwarze, oder? Fromm war davon überzeugt, dass viele von uns auf einer endlosen Suche sind. Aber das, was wir da jagen, ist oft gar nicht die Liebe selbst, sondern etwas völlig anderes. Die ständige Bestätigung von außen. Und er argumentierte, dass genau das eine Sucht ist, die uns in einem Teufelskreis der Leere gefangen hält. Schauen wir uns das mal genauer an. Das hier sind zwei grundverschiedene Wege. Auf der einen Seite haben wir die wahre Liebe. Fromm beschreibt sie als einen aktiven Akt des Gebens, der aus einem Gefühl von innerem Reichtum kommt. Es ist eine Fähigkeit, die wir lernen und entwickeln können. Und auf der anderen Seite die Sucht nach Bestätigung. Dieses ständige Bedürfnis, etwas zu bekommen, um diese innere Leere zu füllen. Und genau diese Sucht macht uns abhängig und ängstlich, immer auf der Jagd nach dem nächsten Like, dem nächsten Kompliment. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Für Fromm ist das kein persönliches Versagen von uns. Nein, für ihn ist diese ganze Verwechslung ein direktes Symptom der Gesellschaft, in der wir leben. Und das bringt uns geradewegs zu einem seiner wichtigsten Konzepte. Hier wird Fromms Analyse unserer Kultur so richtig spannend. Er nannte das Ganze die Marketingorientierung oder auch die Marketingpersönlichkeit. Das ist eine wirklich tiefgreifende Idee. Im Grunde lernen wir von klein auf, uns selbst und andere wie Produkte auf einem Markt zu betrachten. Unser Wert wird nicht daran gemessen, wer wir als Mensch sind, sondern wie gut wir uns verkaufen lassen. Auf dem Arbeitsmarkt, in den sozialen Medien, ja sogar in unseren Beziehungen. Wir fragen uns am Ende nicht mehr, wer bin ich, sondern nur noch, was bin ich auf dem Markt wert? Dieses Zitat von Fromm bringt die eiskalte Logik dahinter schonungslos auf den Punkt. Ich meine, wenn unser Wert nur noch unser Marktwert ist, was passiert dann mit all den menschlichen Qualitäten, die man nicht in Geld oder Erfolg umrechnen kann? Was ist mit Freundlichkeit, Integrität, Empathie? In dieser Logik werden sie nicht nur unwichtig, sie sind praktisch wertlos. Okay, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass wir so eine Orientierung entwickeln? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal ansehen, wie Fromm die traditionelle Psychoanalyse quasi revolutioniert hat. Der Unterschied ist wirklich fundamental. Bei Freud war es ja so, dass unsere biologischen Triebe, allen voran der Sexualtrieb, unseren Charakter formen. Fromm stellt diese ganze Idee aber auf den Kopf. Er sagt, nein, es ist genau andersherum. Unsere gesamte Charakterstruktur, also die Art, wie wir mit der Welt in Beziehung treten, die bestimmt unser Verhalten und sogar unsere tiefsten Wünsche. Der Charakter ist die Wurzel, aus der alles andere wächst. Was heißt das jetzt konkret? Naja, für Fromm sind destruktive Züge wie Gier oder Hass eben keine angeborenen Laster. Sie sind die tragischen Symptome eines Charakters, der daran gehindert wurde, sich auf eine gesunde, produktive und liebevolle Weise zu entfalten. Selbst unser intimstes Verhalten ist am Ende nur ein Ausdruck dieser grundlegenden Orientierung zur Welt und nicht die Ursache davon. Also gut, wenn diese Marketingpersönlichkeit zu rein geschäftsmäßigen Beziehungen führt, was ist denn dann die Alternative? Für Fromm war die Antwort ganz klar. Wir müssen anfangen, Liebe als eine Kunst zu betrachten, die man tatsächlich erlernen kann. Das ist eine ziemlich radikale Idee, oder? Vor allem in unserer Kultur, die Liebe oft als so einen magischen Zufall darstellt, der einem einfach passiert. Fromm sagt da ganz klar, nein, Liebe ist ein Verb, kein Substantiv. Es ist etwas, das wir aktiv tun, nicht etwas, das uns widerfährt. Und wie bei jeder anderen Kunst, sei es Malerei, Musik oder ein Handwerk, braucht es dafür Disziplin, Übung und echte Hingabe. Und Fromm gibt uns dafür sogar eine Art praktische Anleitung. Er zerlegt die Kunst des Liebens in diese 4 wesentlichen Elemente. Fürsorge ist das aktive Engagement für das Wohlergehen des anderen. Verantwortung ist die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. Respekt bedeutet, seine Einzigartigkeit wirklich zu sehen und zu fördern. Und Erkenntnis ist dieser tiefe Wunsch, den anderen wirklich zu verstehen, weit über die Oberfläche hinaus. Und mit diesem Gedanken schließt sich der Kreis perfekt. Wahre Liebe, also dieses Geben aus einer inneren Fülle heraus, ist die ultimative Antwort auf die Sucht nach Bestätigung. Wenn du in dir selbst ruhst, wenn du dich selbst als genug empfindest, dann wird eine Beziehung nicht zur verzweifelten Suche nach Wert, sondern zu einem gemeinsamen Teilen von Wert. Aber bei Fromm ging es um mehr als nur um persönliches Glück. Viel mehr. Er sah sich selbst in der Rolle eines Warners für die gesamte Menschheit.
Und seine Botschaft war, ziemlich dringlich. Genau so hat Fromm seine eigene Rolle verstanden. Nicht als ein Prophet, der die Zukunft vorhersagt, sondern als ein Warner, der uns die logischen Konsequenzen unseres Handelns aufzeigt. Seine Warnung ist also keine Prophezeiung des Untergangs, sondern ein Aufruf, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, um eine Katastrophe abzuwenden. Und hier ist die fundamentale Wahl, vor die er uns stellt, der Modus des Habens gegen den Modus des Seins. Im Haben-Modus gilt die einfache Gleichung, ich bin, was ich habe. Unser Wert bemisst sich an unserem Besitz. Im Sein-Modus hingegen definieren wir uns durch unsere Erfahrungen, durch das aktive Teilhaben am Leben und durch unsere Verbundenheit mit der Welt. Es ist der Unterschied zwischen Besitzen und Erleben. Für Fromm war das keine abstrakte philosophische Spielerei. Es war für ihn die entscheidende Weggabelung für unsere Zivilisation. Der Pfad des endlosen Konsums und der Entfremdung führt, so seine Warnung, unausweichlich in die Zerstörung. Der Pfad des Seins, der Verbundenheit und der Liebe ist der einzige Weg, der zum Leben führt. Diese brutal ehrliche und gleichzeitig sehr bewegende Einschätzung hat Fromm kurz vor seinem Tod gegeben. Er war kein naiver Optimist, er hat die Gefahren glasklar gesehen. Aber, und das ist das Entscheidende, er war nicht hoffnungslos. Seine Hoffnung basierte auf dem Glauben an eine Kraft, die tief in uns Menschen verankert ist, der Drang, das Leben zu erhalten und zu entfalten. Und so überlässt er uns am Ende diese eine riesige Frage. Eine Frage, die sich nicht nur an die Gesellschaft als Ganzes richtet, sondern an jeden Einzelnen von uns, jeden Tag aufs Neue. Haben oder sein? Der Weg, den wir wählen, entscheidet am Ende über alles.